und man kann die Energie dann wirklich nutzen. Und da hat man auch eine Energie, die einen sozialer macht, man möchte sich mit Leuten umgeben. Und das ist so ein bisschen die Phase, in der man sagt, dass man sich neu sammeln soll. Body, Soul and Social Media. Dein Podcast für die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Die neugierigen Experten Leslie und Mark von Scientist hinterfragen für dich die Themen der modernen Hippies unserer Zeit und gehen mit dir gemeinsam auf eine Reise zu einem glücklichen und nachhaltigen Lebensstil. Hi und toll, dass ihr wieder mit dabei seid bei Body, Soul und Social Media. Heute mit einem kurzen Video zum Thema Mond und Mondphasen. Und dass der Mond einen Einfluss auf Mensch und Natur hat, ist ganz klar. Vielleicht hat es auch der ein oder andere von euch schon am eigenen Leib gespürt. Man merkt es beispielsweise daran, dass sich Zugvögel oder auch Insekten in den verschiedenen Mondperioden anders verhalten. Man merkt aber auch, dass der Mond einen Einfluss auf das Meer hat. Ebbe und Flut wird durch den Mond bestimmt. Es hat aber auch einen ganz trivialen Einfluss, und zwar ist es bei Vollmond sehr hell für einen gewissen Zeitraum in der Nacht und bei Neumond ist es extrem dunkel. Also man sieht schon, der Mond hat definitiv einen Einfluss auf Mensch, Natur, auf die Erde, und in der Astrologie kann man die Mondphasen für bestimmte Praktiken und auch bestimmte Chancen einfach nutzen. Ja, und ich denke, auf die Sachen gehe ich jetzt noch ein kleines bisschen tiefer ein. Fangen wir mal an bei der Neumondphase. Neumond ist ja die Phase, in der es draußen sozusagen komplett dunkel ist. Also der Mond ist für uns nicht sichtbar, steht allerdings mit der Sonne in einer Linie. Deswegen wird er für unsere Augen auch nicht angestrahlt. Also deshalb sehen wir ihn nicht. Und er ist aber trotzdem da, also er ist nicht verschwunden. Und das ist so ein bisschen die Phase, in der man sagt, dass man sich neu sammeln soll. Nicht nur neu sammeln, sondern auch neue Dinge beginnen kann. Jeder, der detoxen möchte, der eine Diät beginnen möchte oder andere Dinge neu manifestieren möchte, der sollte das am besten zum Neumond hin tun. Da wird die ganze Energie gesammelt, da wird alles in sich erstmal schon so ein bisschen gefestigt, um dann das Potenzial nach den Tagen herauslassen zu können. Und der Neumond ist auch wunderbar dazu geeignet, solche Neumondrituale zu zelebrieren. Es gibt auch Vollmondrituale, da kommen wir gleich noch dazu. Aber zum Neumond mache ich es am liebsten, und ich denke, das machen die meisten, sich ein Blatt Papier und einen Stift nehmen oder euer Journal oder irgendwas anderes, gerne auch in die Handynotiz, in die man das eintippen kann. Und dann einfach mal aufschreiben, was für Ziele man sich setzt für die nächsten Tage, für die nächsten Monate oder auch für die nächsten Jahre, je nachdem, wie viel Lust man dazu hat und was einem gerade so einfällt. Und dann kann man da wirklich frei sein, was man schreibt, egal ob es realistisch ist oder ob man träumt. Aber sobald es aufgeschrieben ist, ist es auf jeden Fall schon mal auf Papier ein bisschen mehr manifestiert und ein Stückchen näher, dass man es erreichen kann. Genau, beim Neumond ist auch eine Energie, die einen eher so ein bisschen ins Innere kehren lässt und auch ein bisschen mehr für sich sein lässt. Das heißt, so in den Neumondphasen vielleicht nicht unbedingt rausgehen, Party machen und alles rauslassen, sondern das kann man gerne mal für sich nutzen, ein bisschen Me-Time, ein bisschen zu Hause bleiben und drüber nachdenken, wie du schon gesagt hast. Manifestieren ist eine super Möglichkeit in der Zeit. Genau, und als zweite Mondphase, wir haben es jetzt wirklich nur in 4 Mondphasen unterteilt, um es nicht ganz zu sehr ausufern zu lassen. Es gibt ja auch doch noch die Sichel und auch den halben Mond und. Aber ja, als zweite Mondphase haben wir sozusagen den zunehmenden Mond gewählt. Und da ist es so, dass man auch das, was man am Anfang manifestiert hat beim Neumond, alles so langsam Schritt für Schritt anfängt umzusetzen, und die Energie, die baut sich da schon so ein bisschen auf. Um es kurz vorwegzunehmen, beim Vollmond ist sie eigentlich am höchsten und am stärksten, dieser Tatendrang, und der zunehmende Mond ist eigentlich so der Weg dahin. Genau, und beim Vollmond, wie du schon gesagt hast, da kommt dann wirklich die volle Energie zum Vorschein. Es ist taghell teilweise, wenn der Mond wirklich ohne Wolken am Himmel steht, und man kann die Energie dann wirklich nutzen, und da hat man auch eine Energie,
die einen sozialer macht. Man möchte sich mit Leuten umgeben, man möchte rausgehen, vielleicht mit seinen Liebsten auch ein Ritual durchführen. Da hast du vielleicht noch eins auf Lager, was man dann nutzen könnte. Ja, also einmal kurz noch zur Energie. Die ist da meistens so überschwinglich und man ist da meistens so voller Tatendrang, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, wo man sie reinsteckt. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen, sodass man sich auch Hals über Kopf in Dinge hineinstürzt, die vielleicht in eine Richtung gehen, die man nicht unbedingt so zelebrieren möchte. Das heißt, man sollte da auf jeden Fall wohl besonnen sein, dass man schaut, dass man sich die Sachen, die man angehen möchte, zweimal überlegt. Zudem kommt auch dazu, dass Emotionen fangen gerade beim Neumond schon an, stärker zu werden, aber beim Vollmond sind sie eben sehr intensiv ausgeprägt in beide Richtungen. Also es kann sowohl die gute Seite sein, als auch die etwas trauernde oder wie auch immer, genau, nicht so freudige Seite. Aber das ist völlig in Ordnung. Und ja, Vollmondrituale gibt es viele, viele laden zum Beispiel ihre Kristalle im Vollmond auf oder zelebrieren andere Sachen zu unserem Vollmondritual, was wir in Tulum gemacht haben, 2-mal oder sogar 3-mal, glaube ich. Könnt ihr mal bei unseren anderen Videos schauen oder wir blenden das hier irgendwo ein oder verlinken das unter unserem Video. Da gibt es auf jeden Fall ein Video, das heißt Zeremonien, die wir in Tulum gemacht haben. Wie hieß das Video noch? Wir haben Zeremonien für euch getestet, so hieß das. Und ich glaube, der erste Teil davon ist es, bei dem es auch um die Vollmondrituale ging. Ansonsten folgt eigentlich auch nur noch die 4. und letzte Phase, das ist der abnehmende Mond. Und beim abnehmenden Mond ist es so, dass die Energie, die man vorher eben so rausgelassen hat, wieder abklingt. Man wird etwas müde, etwas träger, aber das ist auch völlig in Ordnung. Man kann auch da wieder die Zeit mehr für sich nehmen und die ganze Energie, die man vorher so zelebriert hat, die darf man jetzt in Momente der Ruhe stecken. Ja, man muss die Energie auch einfach wieder aufladen. Das ist auch eine Phase so ein bisschen der Aufladung, wieder die Batterien füllen, damit man dann beim nächsten Neumond auch eventuell wieder neue Projekte angehen kann. So im Vollmond ist eigentlich die beste Phase, um Projekte zu Ende zu bringen, um nochmal die volle Energie reinzustecken. Und im abnehmenden Mond muss man dann wieder ein bisschen Energie sammeln, sich schon langsam wieder Gedanken machen, okay, was sind die nächsten Schritte, wo will ich hingehen, um dann am Neumond wieder alles in diese neue Manifestation reinstecken zu können. Der abnehmende Mond ist auf jeden Fall auch dafür gut, um zu genesen, weil gerade hier auch Medikamente besser wirken oder alle Kräuter, die man so zu sich nimmt, die haben da ein viel größeres Wirkpotenzial. Aber man muss aufpassen, weil man sich oftmals auch Diäten da crasht, weil Süßigkeiten und andere Dinge da viel schneller anschlagen als bei anderen Mondphasen. So viel zu den 4 Mondphasen. Ganz egal, ob ihr daran glaubt oder nicht, was ihr euch daraus für Wahrheiten zieht oder auch nicht. Ihr könnt es ja mal beobachten, ihr könnt es mal für euch selbst sacken lassen und könnt einfach mal schauen, inwiefern sich euer Körper darauf verhält oder wenn ihr mal etwas Spezielles entdeckt, wie eine emotionale Phase oder einen extremen Tatendrang, viel Kreativität und. Mal schauen, was dann gerade für einen Mond am Himmel steht und mal schauen, ob das mit dem übereinstimmt, was wir euch gerade erzählt haben. Ja, ich war da wirklich extrem überrascht, wie nah das rankommt und wie viel Wahrheit da doch drin steckt. Aber ja, entdeckt es mal für euch selbst. Ich hoffe, wir haben euch einen guten kurzen Überblick gegeben über die Phasen und über die verschiedenen Formen der Mondphasen und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Abonniert uns, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Freuen wir uns, diskutieren gerne mit. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, danke und ciao. Ciao.